Wir sind in London am Piccadilly Circus, der für die Briten seit gut 100 Jahren ganz einfach die Mitte der Welt ist. Und in der Tat gibt es nirgendwo sonst auf der Welt so viele Theater auf so kleinem Raum, nämlich 40, in deren weinrote Plüschsessel Abend für Abend 20.000 bis 30.000 Menschen sinken. Die Mitte der Welt bedeutet hier Theater und Musical. Wer ins Theaterland, ins Land des Theaters im Londoner Westend kommt, will eine Show sehen und sich hinterher in Soho oder Chinatown amüsieren. Kommen Sie mit uns für einen Abend auf Europas Broadway, ins Herz der Metropole London, in die Shaftesbury Avenue, die Straße der Theater. Lord Shaftesbury was a 19th century philanthropist who was particularly Lord Shaftesbury lebte im 19. Jahrhundert. Er war ein großer Menschenfreund, der sich besonders um verwahrloste Kinder kümmerte. Er gründete für sie verschiedene Shaftesbury-Heime. Deswegen wollte man ihm nach seinem Tod eine Gedenkstätte errichten. Zur selben Zeit riss man in diesem Teil Sohos mehrere Slums nieder, um eine neue Straße durchzuführen, die man Shaftesbury Avenue nannte. Das Shaftesbury Memorial wurde dann die Eros-Statue, die den Brunnen auf dem neu gebauten Piccadilly Circus zierte. Und warum wurde die Shaftesbury Avenue zur Theaterstraße? Die Theaterunternehmer suchten einfach nach neuen Örtlichkeiten, die sie dann hier fanden. Bis zu dieser Zeit waren die Theater stets in der Gegend des Strand oder der Drury Lane gelegen. Man probierte also einfach etwas Neues aus. Und bald entwickelte sich diese Straße ja tatsächlich zum Mittelpunkt von Londons Theaterland. It soon developed into the major part of London's theatreland.
you a story from way back. Truck on down and dig me, Jack. There's Big Mo, Little Mo, Four-Eyed Mo, No Mo. Look at brother, look at brother, look at brother, eat more. Mama, 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 mama. Who's the greatest band around? Makes the cats jump up and down. Who's the talk of Rhythm Town? 5 guys named Mo. When they start to beat it out, everybody jump and shout. Tell me, who do the critics rave about? 5 guys named Mo. Well, the Apollo Theatre was the second theatre. Das Apollo, in dem wir uns befinden, war das zweite Theater, das in der Shaftesbury Avenue gebaut wurde. Es wurde am 21. Februar 1901 eröffnet. Nebenan liegt das Lyric, das als allererstes im Jahr 1888 eröffnet wurde. Etwas weiter oben in der Straße befindet sich das Globe, das man 1906, und gleich daneben das Queen's, das man 1907 eröffnete. That opened in 1906, and right next door to that is the Queen's Theatre, which opened in 1907. The Apollo is a small theatre. Das Apollo-Theater ist das kleinste in der Straße. Es fasst nur 776 Besucher und wird heute nur mehr als Schauspielhaus genutzt. It's basically a playhouse now. There are 2 big companies that own most of the theatres in London. There's Stoll Theatres, which is the company I work for, and the 2 große Unternehmen besitzen die meisten Theater Londons. Stoll Theatres, für die ich arbeite, und die auch das Apollo besitzen. Und Mayfair, denen 5 oder 6 Theater gehören. Stoll besitzt insgesamt 10. Einige der anderen Theater sind unabhängig. Im Grunde sind die Theaterbesitzer bloße Vermieter. Noch vor einigen Jahren haben die Theaterbesitzer eigene Aufführungen herausgebracht. Das tun sie immer weniger. Heute läuft das so, dass ein Produzent eine Idee für eine Show hat, sie auf die Beine stellt und die Rollen besetzt und dann das fertige Produkt dem Theaterbesitzer anbietet. Dann werden die Verträge gemacht und vielleicht wird das die nächste Show in dessen Theater. That happens. That's the next show in the theatre. When you go to an audition, you maybe have 300. Wenn man zu einer Audition geht, sind meist noch 300 bis 1000 andere mit im Rennen. Man weiß nicht einmal, ob es nur um eine Rolle geht oder ob 20 Rollen besetzt werden müssen. Außer es ist eine private Audition, dann regelt dein Agent vorher, dass du für eine bestimmte Rolle in Frage kommst. Trotzdem sitzen da noch 20 andere Mädchen da und man weiß nicht, ob es insgesamt nur 20 Bewerber sind oder ob täglich nur 20 Bewerber getestet werden. Der Wettbewerb hier in London ist also sehr hart. Wenn es für einen Werbeclip ist, muss man natürlich nur das richtige Aussehen mitbringen. Für ein Musical muss man allerdings tanzen, singen und auch schauspielen können. Die Konkurrenz ist sehr groß. Wie überlebt man in diesem Geschäft? Im Moment laufen im West End viele Musicals und die meisten Sänger und Tänzer wechseln von Produktion zu Produktion. Sie machen ihre Runde, wie wir sagen. Dadurch können andere nachrücken. Mit 10 Musicals lassen sich eine Menge Leute beschäftigen. 10 musicals maybe on in the West End at the moment.
So, you know, it keeps a lot of people in work. Musicals are the big thing at the moment. Musicals sind zurzeit der Renner. Von Les Miserables bis hin zu Miss Saigon. In den 80er Jahren zeigten die Engländer plötzlich Talent im Aufführen von Musicals. Wir stürmten sogar den Broadway mit unseren Produktionen. Die Touristen haben ja auch das Gefühl, etwas für ihr Geld zu bekommen. Vielleicht verstehen sie auch nicht so gut Englisch. Also gehen sie in ein Musical. Da braucht man nicht jedes Wort zu verstehen. They don't speak English so well. A musical, you don't have to know every word. So far I've done 100 Bislang habe ich 100 Mal die Polly Baker in dem Musical Crazy for You gesungen. Ich war aber von Anfang an in der Originalbesetzung dieser Show. Wir hatten im März 1993 Premiere und ich spielte zuerst die dumme Blondine Bessey. Das heißt, dass ich bis jetzt 600 Vorstellungen gegeben habe. So I think I've done about 600 performances. Wie viele Vorstellungen haben Sie noch vor sich? I've got 9 months left. Wir haben noch 9 Monate vor uns, also noch ungefähr 500. Wir geben 8 Vorstellungen die Woche. Something like that. We do 8 a week. Ist das nicht manchmal langweilig? Show's never boring. No. Eine Aufführung ist nie langweilig, weil man nie weiß, wenn man auf die Bühne geht, wie das Publikum sein wird. Es kann großartig sein, dich lieben und die ganze Zeit bei dir sein. Es kann aber einfach nur da sitzen und sagen, okay, unterhaltet uns. Dann ist es hart. Die Show ist nie dieselbe, da die Leute jedes Mal, wenn man auf der Bühne steht, unterschiedlich fühlen. Man bekommt also unterschiedliche Reaktionen von den Leuten. Es ist nie langweilig. So the show is never boring. It's a 1600-seater. Das Theater hat 1600 Plätze. Man muss bis ganz hinten ankommen und das kostet Energie. Am Ende der Aufführung ist man körperlich ziemlich erschöpft. Ich muss dann nach Hause, um zu schlafen und mich für den nächsten Tag zu erholen. Who's the greatest band around? Makes cat jump up and down. Who's the talk of Rhythm Town? Five guys named Mo, that's us. Ah, we came out of nowhere. That don't mean a thing. We rate high, you know why? When you hear us sing, 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 sing. High brow, low brow, they all agree. We're the best in harmony. I'm telling you, folks, you really ought to see. Five guys named Mo, not one guy, no Mo. Not 2 guys, little bitty Mo. Not 3 guys, 4 I go. Not 4 guys, big Mo. But 5 guys, eat Mo. 5 little guys named Mo. That's us. It was originally presented in 1952. Wir hatten 1952 im Jahr der Krönung unserer Königin Premiere. Wenn sie ein Jubiläum feiert, feiern wir also auch eines. Es wurde ein sofortiger Erfolg. Wir konnten uns damals glücklich schätzen, dass der heutige Lord Richard Attenborough mitspielte. Es war auch bemerkenswert, dass er 18 Monate lang auftrat, was für einen Star doch eine beträchtliche Zeit ist. Das außerordentlich gut geschriebene Stück dieser sehr bekannten Autorin Agatha Christie mit dem berühmten Hauptdarsteller, das war die Grundlage für den Erfolg.
Wenn man in einen Thriller von Agatha Christie geht, dann mit dem Wunsch zu erraten, wer es war. Man sitzt und arbeitet also den ganzen Abend und hat dabei auch noch jede Menge Spaß. 270 Schauspieler sind seit 1952 darin aufgetreten. 20 verschiedene Regisseure haben das Stück inszeniert. Es bricht weiterhin Rekorde. Wir setzen jedes Jahr einen neuen Meilenstein. Im Moment haben wir die 17.282. Aufführung, was sicher kein schlechtes Ergebnis ist. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges? Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von uns sagen könnte. Außer vielleicht, dass es ein sehr gut konstruiertes Puzzle ist. Man kann die Familie mitbringen, Großeltern und Kinder, und allem macht es Spaß, herauszubekommen, wer der Killer ist. Bitte beachten Sie, ich sage nicht der Mörder oder die Mörderin, ich sage Killer. Wer ist es? Verraten wird nichts. Die Mausefalle ist inzwischen zu einer Institution geworden. Die Leute kommen nach London, um den Buckingham-Palast zu sehen, den Tower und die Mausefalle. Ich hoffe, sie werden es weiterhin tun. The Palace Theatre was started in 1888. Richard D'Oyly Carte, Der Bau des Palace Theaters begann 1888, und zwar auf Initiative von Richard D'Oyly Carte. Er war über viele Jahre hinweg Impresario der Gilbert & Sullivan Opern, für die er 1881 schon das Savoy Theater errichtet hatte. Als das nicht mehr so gut lief, hatte er die Idee eines großen Opernhauses nur für englische Komponisten. Er baute deswegen das heutige Palace und eröffnete es im Januar 1891 als Royal English Opera House mit Sir Arthur Sullivans einziger Oper Ivanhoe. And it opened in January 1891 with Sir Arthur Sullivan's only grand opera Ivanhoe. Ivanhoe ran for 155 continuous. Ivanhoe wurde ununterbrochen 155 Mal aufgeführt, was ein ziemlich gutes Ergebnis war, aber nicht das, was Richard D'Oyly Carte erwartet hatte. Andere Komponisten konnten ihm nicht rechtzeitig Nachschub liefern. Sarah Bernhardt übernahm dann das Theater für kurze Zeit, bis gegen Ende 1892 D'Oyly Carte aufgab und sein Theater verkaufte. Es wurde im Palace Theater umbenannt und man machte daraus ein Varieté-Theater für die nächsten 22 Jahre bis 1914. When it was a variety theatre, they had all the top musical artists and artists from America. In dieser Zeit traten hier alle musikalischen Spitzenkünstler aus Amerika und besonders Frankreich auf. Yvette Gilbert kam zum Beispiel auf die her. Aus Amerika kam W.C. Fields, der seine Karriere als Jongleur begann. Der 12-jährige Buster Keaton trat hier mit seinen Eltern auf. Der größte Star dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 1914-18 war jedoch Anna Pavlova. Sie kam mit ihrem eigenen Ensemble und trat in London zuerst im Palace auf. 1910, von April bis August. Ähnliche längere Gastspiele folgten in den Jahren 1911, 12 und 13 mit ihrem ersten Partner Michael Mordkin. Sie kamen aber nicht gut miteinander aus. Während des zweiten Gastspiels 1911 ließ er sie auf der Bühne fallen, worauf sie ihn vor dem Publikum ohrfeigte. Bald darauf verschwand er. Ihr nächster Partner Novikov blieb mehrere Jahre bei ihr. Sie selbst zählte zu den größten Attraktionen des Palace Theaters.
And in 1914 Nijinsky appeared here. 1914 trat Nijinsky mit seinem eigenen Ensemble hier auf, nachdem er sich von Diaghilev getrennt hatte. Sein Gastspiel im Palace verlief jedoch aus verschiedenen komplizierten Gründen nicht so gut. Er blieb nicht lange, aber er war hier. Seitdem waren so viele große Künstler hier. Maurice Chevalier zum Beispiel kam öfter. But in 1925 was the first really successful. 1925 wurde das erste wirklich erfolgreiche Musical im Palace gespielt, No Nanette, mit Binny Hale in der Hauptrolle. Im Laufe der Zeit wurde es sehr bekannt für seine Musicals. Gelegentlich wurden auch Theaterstücke gespielt. In den 50er Jahren trat die damalige Shakespeare Memorial Company hier auf und auch das Berliner Ensemble von Brecht. In den 60er Jahren begann es mit den langen Spielzeiten von Musicals. Sound of Music, Flower Drum Song, Cabaret. Und 1973 kamen dann Tim Rice und Andrew Lloyd Webber mit Jesus Christ Superstar, das 3358 Mal aufgeführt wurde und erst vor kurzem durch Le Miserable übertroffen wurde, welche die nun am längsten gespielte Show am Palace ist, schon im 9. Jahr und kein Ende in Sicht. Heute gehört das Theater Sir Andrew Lloyd Webber, der es 1983 kaufte mit dem Entschluss, es auch zu renovieren. Er ist ein großer Liebhaber von viktorianischer Architektur. Die Fassade des Theaters war im Lauf der Zeit sehr unansehnlich geworden. Verschiedene Ornamente waren abgebrochen. Das Äußere wurde 1989 renoviert und wir warten immer noch darauf, auch das Innere des Theaters zu renovieren. Aber das geht erst, wenn Les Miserables nicht mehr gespielt wird. Was soll ich Ihnen über Jeffrey Bernard erzählen? Er ist ein großer Freund und er kann wirklich sehr charmant sein. Früher saß er täglich auf diesem Barhocker, auf dem jetzt Gordon Smith sitzt, und hielt seinen Hof ab.
Es war immer sehr interessant, mit ihm zu reden. Er war sehr intelligent und wortgewandt und hat uns immer unterhalten. Er schrieb in der Zeitung Spectator eine Kolumne mit dem Titel Law Life, die zu lesen zum Kult wurde. Viele seiner Geschichten handelten davon, wie er in dieses Pub kam und welche Leute er hier traf. Irgendwann entschloss sich jemand namens Keith Waterhouse, daraus ein Theaterstück zu machen, das dann tatsächlich auf der Shaftesbury Avenue gespielt wurde, mit Peter O'Toole in der Hauptrolle. Dafür nahmen sie auch hier aus dem Pub Stühle und Tische, die sie nie bezahlt haben. Sie haben das ganze Pub mit den Karikaturen an den Wänden auf der Bühne nachgebaut. The chairs and tables, and they came in here and recreated all the pictures off the walls for this play. We have a lot of heavy drinkers. We specialize in heavy drinkers. You can see we've got. Wir haben hier eine Menge Leute, die starke Trinker sind. Darauf sind wir spezialisiert. Wie Sie sehen können, haben wir hier keine Musicbox und keine Spielautomaten. Mein Pub spricht Leute an, die gerne viel reden, Denker oder Menschen, die Meinungen bilden. Kommen auch Theaterleute hierher? Ja, aber früher waren es sehr viel mehr als heute. Als wir hier angefangen haben, kamen noch die Stars oder die Orchestermitglieder in den Pausen hierher. Denn der Bühneneingang des Palace Theaters liegt genau gegenüber. Aber heute fahren die Leute noch mit dem Auto nach Hause und dürfen deshalb nichts trinken. Aber die großen Schauspieler kommen immer noch. Es ist ein Theaterpub. Wir ziehen die verschiedensten Leute an. Es ist sehr polyglott hier. Different crowd of people, very polyglot. When I first came in here, we used to have prostitutes on the street. Als ich zum ersten Mal hierher kam, gab es auf den Straßen noch Prostituierte. Nach einer gewissen Zeit kannte man sich von der Straße. Die waren professionell in ihrer Einstellung und kannten ihr Gewerbe ganz genau. Aber dann bekamen wir neue Sperrbezirkverordnungen und sie durften nicht mehr länger auf der Straße stehen. Wenn man aber heute auf den Straßen entlang geht und nach oben schaut, sieht man im Fenster ein rotes Licht. Und im Hauseingang hängt ein Schild, auf dem Model steht. French Model oder Nachhilfeunterricht. Es hat sich also nicht wirklich etwas geändert. Das Laster lässt sich in Soho noch genauso finden wie früher. Die Chinesen kamen vor ungefähr 15 Jahren hier an. Sie sind aber auf der anderen Seite der Shaftesbury Avenue, ungefähr 150 Meter von hier in der Gerrard Street. Nach und nach haben sie sich dort niedergelassen, taten sich zusammen und kauften der Reihe nach die Häuser auf. Dort wurden die meisten chinesischen Restaurants eröffnet. Ich dachte immer, dass Soho an der Shaftesbury Avenue endet, aber heute will jeder zu einem berühmten Stadtteil gehören. Goes into Gerrard Street.
go then, ladies and gentlemen. Any old thing would be much appreciated, large or small. This church was built in 1631, and it was a parish church for the newly developed area of Covent Garden.
Diese Kirche wurde 1631 erbaut. Sie war die Pfarrkirche für die neu angelegte Gegend von Covent Garden. Wie sie zur Kirche der Schauspieler wurde, geschah fast zufällig. Denn im 18. Jahrhundert lagen die einzigen Theater Londons in dieser Gegend. Und die Schauspieler wohnten natürlich in der Nähe ihrer Arbeit und benutzten die Kirche als ihre Pfarrkirche. Wir sind immer noch hier. Und die Schauspieler kommen immer noch. Obwohl vielleicht nicht mehr so viele hier in der Nähe wohnen. Was bedeuten die Gedenktafeln hier an der Wand? Wir haben viele solcher Tafeln. Sie werden angebracht, um Menschen zu ehren, die zum Theaterleben Englands, Großbritanniens und in vielen Fällen sicherlich auch der ganzen Welt beigetragen haben. Durch das Medium des Films und heute des Fernsehens. Charles Chaplin wäre dafür ein gutes Beispiel. Charles Chaplin, I suppose, is a very good example. The Sir is a title, an award. Sir ist ein Titel, eine Auszeichnung oder ein Rang, der von Ihrer Majestät der Königin für Leistungen in einem Beruf verliehen wird. Nicht unbedingt für den Schauspielerberuf, sondern auch in der Politik oder Wirtschaft. Not necessarily the acting profession, but of course in politics or commerce, essentially. But KBE bedeutet eine Auszeichnung für besondere Verdienste im öffentlichen Leben. Sie entstammt dem Orden des British Empire, der von George V. gegründet wurde. Demnach wäre Chaplin ein Ritter dieses Ordens, also ein sehr hoher Rang. Wir haben hier auch die Zentrale der kirchlichen Schauspielergewerkschaft. Ein Beitrag der Kirche Englands, sich um die seelischen Bedürfnisse der Schauspieler zu kümmern. Unsere Freunde in der römisch-katholischen Kirche haben ein ähnliches Abkommen mit der katholischen Bühnengilde. Das ist eine Mission der Kirche für diese Menschen, die oft sehr einsam sind, obwohl sie nach außen hin ein glamouröses Leben führen. Wir von der Kirche hoffen, dass wir ihnen helfen und sie trösten können, wenn sie Probleme haben, wenn etwa ihre Ehe auseinanderbricht. Sie kommen sogar hierher, wenn sie ihre Kinder taufen möchten. Wir helfen ihnen. Marriage breakup or even if they have their children baptized, they bring them here. We're here to serve them. One guy, big mo, two guys, little bitty mo, three guys, four-eyed mo, four guys, no mo, five guys, eat mo, five little guys named Mo. Sadly, the theatre in London is becoming rather like Leider entwickelt sich das Theater in London immer mehr in Richtung Broadway. Der Erfolg muss schon mit der Premiere da sein. Niemand kann sich hier leisten, ein Stück zu halten, das kein Geld einbringt. Es kostet furchtbar viel Geld, egal was, eine Woche laufen zu lassen. Man muss sich von Anfang an beweisen. Ohne Erfolg hält sich hier nichts mehr. Früher hatte der Produzent noch so viel Geld, dass er ein Stück herausbringen und das auch 3 bis 4 Monate lang spielen lassen konnte. Aber heute erlauben das die hohen Kosten nicht mehr. Wir brauchen die Touristen. Wir brauchen sie, um alle 40 Theater hier im West End am Laufen halten zu können. Das West End geht durch eine ziemlich harte Zeit. Alles ist so teuer geworden. Aber noch überleben wir. But we're surviving.
Mona Lisa men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art?